Diese beiden sexy Motorräder sind unsere Weltreisebikes. Falls ihr mehr dazu wissen wollt, klickt einfach hier. Doch heute geht es um das Gepäcksystem. Unsere Motorräder sind mit dem Gepäcksystem von Mosco Moto ausgestattet. Doch warum nutzen wir eigentlich Softgepäck und keine Alukoffer? Schön, dass du fragst. Wir haben das Softgepäck hauptsächlich aus zwei guten Gründen gewählt. Zum einen ist das Verletzungsrisiko und zum anderen einfach die Haltbarkeit. Aber warum? Was genau meine ich mit Verletzungsrisiko? Auf unserer Reise sind wir sehr gerne Offroad unterwegs und da kommt es nicht selten vor, dass wir mal den Fuß absetzen müssen oder sogar mitsamt der Maschine stürzen. Bei einem starren Gepäcksystem, also Alukoffer oder auch Plastikkoffer, kann es schnell dazu kommen, dass der Fuß sich unterm Koffer einklemmt, beim Füßchen zum Beispiel, oder aber wenn die Maschine umkippt, man unter dem Kofferberg begraben liegt. Da macht sich Softgepäck in erster Linie einfach besser, weil es nachgibt. Es ist eben kein starrer, fetter Alukoffer, der dann auf deinem Fuß liegt, sondern eine weiche Tasche, die im Zweifelsfall so ein bisschen den Stoß abdämpft. Bevor wir dieses Gepäcksystem hatten, hatten wir selbst Alukoffer und mussten auch schon die eine oder andere schmerzliche Erfahrung machen, bei der der Alukoffer einfach im Weg war. Punkt Nummer 2 ist die Haltbarkeit. Wie schon erwähnt, sind Stürze einfach ein großes Thema. Wir fallen auf unserer Reise andauernd um mit unseren Maschinen. Und ein Alukoffer, gerade mit diesem ganzen Gewicht an Gepäck, was man dabei hat, gerade auf einer größeren Reise, der verbiegt dann eben schnell mal oder bricht sogar im Worst Case. Es kann auch sein, dass die Halterungen an den Kofferträgern, wo der Alukoffer befestigt ist, nach einer gewissen Zeit einfach nachgeben. Softgepäck hat hier einfach den Vorteil, dass es nicht brechen oder verbiegen kann. Natürlich ist das Risiko da, dass die Außenhaut beschädigt wird. Dafür gibt es aber immer noch den wasserdichten Innensack. Und notfalls lässt sich die Außenhaut mit einer guten Nähnadel auch unterwegs reparieren. So, jetzt aber zurück zum Wesentlichen. Das ist das Mosco Moto Rakeless 80 System. Das Schöne an dem Rakeless ist, dass es keinen zusätzlichen Kofferträger braucht. Mit 5 Schneiden lässt sich das Rakeless auf jedem beliebigen Motorrad befestigen. Das Rakeless besteht aus 2 25 Liter Seitentaschen, einer 22 Liter Hecktasche und 2 kleinen 4 Liter Außentaschen. Ach ja, auch dazu gehört natürlich noch diese kleine Zeltstangentasche. Quatschen wir mal über die Features. Mit wenigen Handgriffen lassen sich alle Taschen ganz leicht vom Motorrad nehmen. Das Coole an der Hecktasche ist, man kann die nämlich auch als Rucksack verwenden. Das Coole an dem System ist, dass einfach alles durchdacht ist. Hier zum Beispiel der Beaver Tail. Da kommt alles rein, was nicht in die Taschen passt. Oder zum Beispiel diese extra Außentaschen hier. Wir nutzen die entweder mit einem zusätzlichen Dryback oder stopfen das Zeug einfach so direkt rein oder nutzen sie als Wasserhahn mit dieser Wasserblase. Auf unserem anderen Motorrad haben wir das Gepäckvolumen erweitert, indem wir die 22 Liter Hecktasche gegen eine 30 Liter Hecktasche ausgetauscht haben. Auch cool sind diese Mollelaschen hier. Die haben wir benutzt, um unsere Machete zu befestigen und für unsere Reifenlöffel. Auch praktisch als Kabelbinderspender oder ganz exklusiv für einen Cupholder. Hey, krass. Guck mal, ich habe eine Patronenkugel gefunden. Die kommt erstmal in meinen Tankrucksack. Was für eine Überleitung! Ich packe meinen Tankrucksack und nehme mit eine Drohne, eine Kopflampe und einen Zurgurt. Und natürlich ganz neu eine Patrone. Beim Thema Tankrucksack gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander. Norman bevorzugt den Nomax, ich bevorzuge den Hood. Beide Tankrucksäcke werden mit 4 Clips ganz einfach am Motorrad befestigt. Das heißt, wir können die Tankrucksäcke auch einfach tauschen, wenn es mal sein muss. Was den Rucksack für uns ausmacht, sind aber die vielen Verstaumöglichkeiten. Wie hier zum Beispiel ganz unten ein riesengroßes Fach, wo unter anderem unsere Drohne reinpasst und unser Lötkolben.
Und diese ganzen kleinen Reißverschlusstaschen, mit denen man den Rucksack einfach super organisieren kann. Wir haben zum Beispiel unser ganzes Technikgedöns hier drin, Kabel und was weiß ich. Oder hier zum Beispiel diese Gummibänder. Auch cool ist natürlich der Beaver-Tail hier oben. Da sammeln wir Stifte oder auch einen Zurgurt, den man immer dabei haben muss. Oder sogar diese kleine Tasche, wo unser InReach dabei ist. Um es so liebevoll wie möglich zu sagen, alles in allem ist es einfach ein richtiger Rucksack für Ramsch. Norman liebt es, den Rucksack voll zu packen. Hier oben gibt es natürlich noch diese Molle-Befestigungsmöglichkeiten. Da hängen noch irgendwelche Patches dran oder sogar ein Leatherman. Auch unsere Kamerahalterung. Ist halt super praktisch. Ich persönlich mochte es nicht so. Ich möchte gerne einen aufgeräumteren Rucksack. Den seht ihr auch gleich bei mir drüben. Aber für Norman und für unser ganzes Technikzeug einfach perfekt. Was ich ein bisschen bei meinem Hood vermisse, ist die 2 Liter Trinkblase, die der Nomax hat. Die versteckt sich hier hinten und per Schlauch kann man dann auch während der Fahrt trinken. Kleiner Tipp hier übrigens, normalerweise ist das Ende vom Trinkschlauch hier unten angebracht, aber es kam öfter dazu, dass wir gerade beim Offroad-Fahren, beim Stehen gegen diesen Trinkschlauch gekommen sind und der sich dann geöffnet hat und das Wasser rauskam. Deswegen haben wir den Schlauch einfach ein Stückchen weiter höher gesetzt und damit ist dieses Problem auch gelöst. Was beim Nomax auch ganz cool ist, sind diese Rucksackschlaufen. Ähnlich wie bei unseren Hecktaschen. Den kann man auch ganz einfach aufsetzen und als Rucksack benutzen. Der einzige Nachteil, zumindest in meinen Augen, ist, dass der Nomax nicht wasserdicht ist. Dafür hat er seine kleine Regenhaube dabei, die man dann einfach nur drüber ziehen muss. Aber jetzt kommen wir zum besten Stück, mein Tankrucksack. Der Hood ist irgendwie komplett anders aufgebaut. Zunächst mal ist er so, wie er ist, komplett wasserdicht, was ich super cool finde. Aber auch von innen sieht man gleich, der ist halt viel freier und viel aufgeräumter. Ich mag es irgendwie einfacher. Zum Beispiel hier oben der Reißverschluss, wo sich unsere Sticker verstecken. Oder hier drin diese Taschen, die übrigens auch rausnehmbar sind. Hier in den kleinen Taschen befindet sich zum Beispiel alles an Kamerazubehör, wie zum Beispiel die GoPro-Akkus oder Putztücher. Hier in der Mitte findet unsere Kamera Platz. Was den Rucksack in meinen Augen so perfekt für unsere Kamera macht, ist, dass er zum einen wasserdicht ist und hier unten einen Durchlass für ein Ladekabel hat. Den hat er auch nochmal hier oben, der versteckt sich hier. Das heißt, ich kann die Kamera ganz einfach während der Fahrt laden und muss dafür nicht irgendwie den Rucksack offen lassen oder so. Believe it or not, aber all das hier ist alles, was wir auf der Weltreise dabei haben. Wir sind nicht so gestartet. Wir hatten, um genau zu sein, das Doppelte an Gepäck dabei, als wir auf unsere Reise gestartet sind. Und wir haben ein Jahr gebraucht, um unser Gepäck so weit zu reduzieren. Wir sind davor mit dem Backcountry Panniers von Moskomoto gestartet, aber sind dann nach einem Jahr auf das Reckless umgestiegen, einfach weil es viel besser zu unserem Reisestil passt. Falls ihr euch fragt, was wir eigentlich noch alles dabei haben und was wir vielleicht auf dem Weg aussortiert haben, dann könnte das nächste Video für euch interessant werden. Bis dahin gebe ich aber ab zum Wettermann und gebe auch gleich die Frage ab, warum wir jetzt eigentlich mit der GoPro filmen und nicht mehr mit unserer richtigen Kamera. 34,5 Grad und es ist sonnig as fuck. Mir ist die Birne weggebrutzelt und nicht nur mir hat die Sonne zu viel zugetan, sondern auch der Kamera. Warum auch immer funktioniert das Objektiv nicht mehr. Deswegen benutzen wir jetzt die GoPro für die Abschlussszene. Ich hoffe, euch hat unser Einblick in unser Gepäcksystem gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen hoch da. Und falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal mit Glocke. Mit Glocke.